Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich zu diesem neuen Video. Ich habe euch versprochen in meinem Auslieferungsvideo vom Optimus, von meinem Tesla Model Y, dass ich auch wieder ein paar Teile verändern werde, auch wenn der im Februar 2022 schon wieder weggeht. Aber so ein bisschen was muss sein, oder Leute? Also so ganz Serien Tesla ist nichts für mich. Aus diesem Grund bin ich heute mal nicht im Freien mit Rocco unterwegs, wo wir sonst immer die Arbeiten gemacht haben und dann hier blöd gesagt bei uns auf dem Parkplatz war, sondern ich bin jetzt hier wirklich mal in einer geilen Halle, wo wir auch mal ordentlich Platz haben, uns vernünftig machen können. Model Y steht schon drinne, nämlich von den Grundautomobil in Ebsdorfer Grund in Marburg. Wer da was hat, der kann gerne sich melden, nämlich beim Sergej. Sergej, ich grüße dich. Hi, grüß dich. Schön, dass das geklappt hat hier mit deiner Halle. Hast ja wirklich ein schönes Ding. Dankeschön. Wir werden heute ein bisschen was verändern am Model Y. Was genau zeige ich euch nach dem Intro. Let's go! So, ihr Lieben, jetzt nur noch mal kurz zum Festhalten. Laufe ich einmal um den Wagen drumherum. 19 Zoll Gemini-Felgen, die werden alle abgeändert. Nur mal, dass wir es jetzt noch mal festhalten für die Ewigkeit. Kennzeichenhalterung wird alles angepasst mit Klett. Und innen werde ich vielleicht ein paar Kleinigkeiten noch verändern, seht ihr dann. Rocco, du weißt, ich habe 2 linke Hände, deswegen vielen Dank, dass du schon mal dabei bist. Und jetzt kommen wir nämlich hier, was wollen wir machen? Ich gehe einfach mal durch. Wir fangen hier vorne an. Kreppband, das braucht ihr auf jeden Fall. 3M Klebeband ist immer nicht verkehrt. Zahnseite ist nicht verkehrt, um die Logos abzumachen. Wir haben hier die Logos. Einmal für hinten, eine Schriftzug in schwarz-matt. Hier auch Logo in schwarz-matt. Ich empfehle euch ganz ehrlich, jetzt meine Perspektive, immer ein Metalllogo, was so lackiert ist, nicht irgendwelche Cover, das sieht so wulstig aus. Und ich empfehle auch nicht zu folieren, weil das sieht man am Rand immer, dass da noch das Chrom durchblitzt. Deswegen günstig verlinke ich euch alles unten in die Videobeschreibung, das ist absolut kein Problem. E-Fieber-Schriftzug kommt drauf, wisst ihr auch. Das sind Seitencover für die AP-Kamera. Die sehen ein bisschen anders aus als wie beim Albatros, war Leute? Mal gucken, wie es aussieht, aber ich denke, da das Auto an sich recht watzig ist, könnte das sehr gut passen. So, hier vorne die Säbelzahn-Elemente, sage ich einfach mal, die kommen hier vorne an den Scheinwerfer ran. Da kommt noch mehr dazu, denn mein Plan ist es, ich habe mich inspirieren lassen von Denzel, sein Model Y, und zwar nämlich diesen Bereich hier noch schwarz-matt zu machen. Also das wird noch schön schwarz-matt gemacht, in Kombination dann mit den Säbelzähnen, die auch matt sind, könnte, glaube ich, richtig gut aussehen. Und der Bereich, den werde ich auch matt schwarz folieren. Das gibt den ganzen Wagen mal noch ein paar schwarze Applikationen rein. Was haben wir hier noch? Die Scheinwerfercover, die kennt ihr noch von der Black Series. Diesmal habe ich hier matt schwarz, gibt es bei uns im E-Fieber-Shop zu kaufen, verlinke ich euch auch gerne in die Videobeschreibung. Die kommen dann im Prinzip hier drauf. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland erlaubt ist oder nicht, ich mache es jetzt einfach, bedeckt diesen Bereich dann. Und dann haben wir natürlich noch den Spoiler. Der Spoiler ist diesmal nicht wie, ich sag mal original von Tesla, sondern hat hier ein paar Hörner, 2 Stück, um genau zu sein. Finde den sehr sexy. Die Chinesen habe ich auf AliExpress gekauft, verlinke ich euch auch unten rein. Haben hier so ein Klebeband, das werde ich austauschen mit 3M-Band, dass es wirklich vernünftig ist. Da haben wir das nämlich auch erledigt. Jetzt packe ich das mal zur Seite und wir schauen hier rein. In diese Box habe ich nämlich Klettband. Klettband kriegt ihr bei Amazon. Das nehme ich für die Kennzeichen. Das sieht immer, finde ich, am cleansten aus. Oder Rocco? Das ist wirklich, das sieht super aus. Dann habt ihr hier wirklich nur den Bereich, kein Rand oder sowas. Das ist, also seht ihr nachher. Ich will nicht zu viel erzählen hier. Was machen wir noch? Ihr seht hier hinten noch Chemical Guys Plaster silikonölfrei. Damit werde ich mit den Wischpads, verlinke ich euch alles unten rein, werde ich im Prinzip hier nochmal drüber gehen, dass dieses Schwarz, diese Offroad-schwarze Schutzummantelung nochmal richtig schwarz, dass wir da nochmal den maximalen Schwarzpeak rausholen. Und das passt dann schön nämlich auch zur Frontlippe, die jetzt leider nicht da ist, kommt später dran. Und was haben wir noch? Ganz klar, jetzt gerade wenn der Wagen neu ist, machen wir nochmal für die weißen Sitze eine kleine Versiegelung, vorher eine Pflege und dann eine Versiegelung, dass die Sitze wirklich auch noch lange schön sind. Dafür empfehle ich auf jeden Fall Colorlock, die sind da echt Marktführer, Kunstleder und Kunststoffset. So Leute, und hier habe ich noch eine Kleinigkeit, die werde ich vielleicht auch noch dran bauen, mal gucken. Und zwar ist das einmal Cover für die Blinkheber und nochmal ein Set Sportpedalen. Die hatte ich noch von Model 3, die sollten hier auch passen, das ist kein Problem.
Und hier mache ich noch schön mit 3M-Band was rein, dann passt das auch. Ja, so ist der Plan, Leute. Was haben wir noch geplant? Und zwar hier diese Felgen, die passen irgendwie nicht zum Wagen. Deswegen kommen hier schöne Realfelgen von Reifenrewe drin. Ich habe mit Markus und Daniel schon gesprochen, 20 Zöller Winterreifen. Also ich fahre den Satz dann im Winter. Mega. Kommt auch noch, ich sag mal jetzt hier in diesem Video, wird denke ich mal in 2 Wochen jetzt sein, machen wir einen Zeitsprung und dann seht ihr auch nochmal die Felgen drauf, weil das macht es nochmal richtig aus, schwarzmatte Felgen, dann in Kombi mit Distanzscheiben, wenn es möglich ist und dann sieht das Ding Baba aus, ohne Mist. Rocco hat hier jetzt vorne schon das Klettband dran gemacht, ich habe die Seiten schon ein bisschen eingeschmiert, die Plastikelemente und jetzt sind wir beim Spoiler, da wollen wir euch einen kleinen Tipp geben. Ihr macht hier Band dran, ihr macht einmal in der Mitte Band dran, macht dann hier den Riss, das heißt, wenn er später anlegt, dass es genau bündig ist. Und großer Tipp von Rocco, drückt schon rein, wenn er diese Bänder macht, weil sonst am Ende, der ist immer auf Spannung, der Spoiler, und am Ende wundert ihr euch auf einmal, warum es hier noch ein bisschen weiter rüber geht. Mit Druck dran drücken und dann erst die Markierung setzen, ganz wichtig. So ihr Lieben, ein neuer Tag und wieder neue Veränderungen. Wir haben beim letzten Mal, habt ihr gesehen, die anderen Teile alle dran, was wir machen wollten, das haben wir alles geschafft. Und jetzt kommt ein Feature oder ich habe eine Veränderung jetzt hier noch machen lassen, hier in der Werkstatt, die wieder, denke ich, den einen oder anderen aufstoßen wird. Ich weiß es, weil ich hatte diese Veränderung genau beim Tesla Model 3, bei meinem ersten schon mal bei der Black Series damals. Und da haben viele geschrieben, ja, ist doch kein Performance, wieso machst du das? Das dürfen nur Performance machen und so weiter. Okay Leute, ich zeig's euch einfach. Und zwar, ich habe die Bremssätze färben lassen. Nämlich in Rot. Ihr seht es ja auch, es sieht wirklich sexy aus. Es ist kein, ich weiß es, doch, ich weiß es, es ist kein Performance, absolut nicht. Aber ich finde, ganz ehrliche Meinung, ich habe mir verschiedene Bremssättelfarben angeschaut und ich finde, das Rot ist die beste Bremssättelfarbe. Ich weiß nicht warum, aber ich bin immer da wieder hängen geblieben. Das muss ich ehrlich so sagen. Also Leute, bitte keine Kommentare jetzt schreiben, oh, das sieht jetzt so Fake Performance aus. Nein, hat nichts mit Fake Performance zu tun. Ich mach's rein, weil es mir geil, weil es mir gefällt. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen guckt's euch nochmal an. Ich find's sehr gut. Wir haben das mit Foliatec gemacht. Die haben da ein sehr schönes Set zu, haben das dreischichtig aufgetragen und hier natürlich noch den Tesla-Aufkleber. Verlinke ich euch alles unten drin und dann seht ihr das auch. Was sagt ihr, Leute? Gefällt es euch? Guckt es euch mal an. Ist halt gepinselt, nicht gesprüht, aber dafür sollte es auch länger halten. Sieht wundervoll aus. So, wie geht's weiter? Ich bin nächste Woche bei einem Folierer. Nehme euch natürlich mit. Wir machen dann wieder einen Zeitsprung. Bis dann. So Leute, wir springen auch direkt zum nächsten Tag der Veränderung. Und zwar, ich sitze jetzt zwar noch drin, aber wir gehen jetzt mal raus und schauen uns mal die Front an. Denn wenn ihr Insta verfolgt, dann wisst ihr, dass mir am Model Y zwar das Heck extrem gut gefällt. Das ist wirklich Sahnestück. Aber vorne die Front des Model Y ist absolut nicht so meins. Rocco hat ja schon netterweise mir die matten Aufkleber drauf gemacht, einen Scheinwerfer. Und ihr seht trotzdem, wenn wir mal so gucken, hier ist es irgendwie zwar clean, aber irgendwie auch zu viel weiß. Hier muss ein bisschen Würze rein, hier muss ein bisschen Kontur rein. Und genau das machen wir heute. Ich bin nämlich heute bei folierer.net in Gießen. Und ja, was mache ich? Was wollen wir machen? Ganz einfach. Wir werden diesen Bereich hier schwarz-matt machen. Also das hier wird alles schwarz-matt gemacht. Hier kommt dann ein Cover dran. Im Prinzip, dass das schön im Einklang ist. Dieser Bereich, diese ganze Längsachse, sage ich einfach mal, ab hier wird schwarz-matt gemacht, bis natürlich hier drüben hin und der Bereich auch schwarz-matt. Und, das habe ich bis jetzt beim Albatros damals noch nicht gemacht, hier werde ich es machen und zwar die Spiegel auch schwarz-matt. Dass wir hier an dem Wagen wirklich mal 100% nur mit weiß und schwarz-matt arbeiten. Natürlich dann in Kombi mit den Felgen wird das sick aussehen. Ich gehe jetzt mal rein, was die Jungs sagen und ich denke mal in 2-3 Stunden ist das schon fertig. So ihr Lieben, was soll ich euch sagen? 2 Stunden später und wir blicken hier drauf.
Ich habe es euch gesagt, es wird anders sein und ich finde, es ist mega geworden. Es sind jetzt nur Kleinigkeiten, die gemacht wurden, aber es ist wirklich toll geworden. Wir haben einmal die Spiegel jetzt matt schwarz. Dazu haben wir die Seite auch noch schwarz-matt gemacht, weil die war nicht so in Schwarz-Glanz. Jetzt dazu dann hier vorne die Front mit den, ich sag mal, Säbelzahn mäßig, war. Videobeschreibung, wisst ihr Bescheid. Das ist schwarz-matt. Dann haben wir im Prinzip den unteren Bereich komplett schwarz-matt gemacht. Und wenn wir hier drüben noch hingucken, im Prinzip das gleiche nochmal gespiegelt. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier muss ich noch dazu sagen, fehlt die schwarz-matte Lippe. Die kommt noch dran. Und natürlich, ich glaube, was alles optisch nochmal aufwertet, sind dann schwarz-matte Felgen, die Real vom Reifenreber. Das wird jetzt der nächste Schritt sein. Also könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Sagt mir gerne, wie ihr es findet. Das ist jetzt wirklich nicht viel. Aber ich denke, es ist ganz gut geworden. 2000 Jahre später. So Leute, wir bewegen uns jetzt langsam im Herbst rein. Wir haben einen neuen Umbautag. Und ich bin diesmal auch nicht alleine, denn neben mir steht noch der Keto. Keto, ich grüße dich, mein Lieber. Hi, moin, moin. Du fährst auch Model Y, wa? Ja. Und hast jetzt gesagt, hier, kommst auch noch vorbei, denn wir haben beide das gleiche umgebaut. Das zeigen wir euch jetzt mal. Und zwar habe ich ja gesagt, an der Front muss ich noch was tun. Und ich weiß auch, das werde auch in den Kommentaren, werde ich das bestimmt wieder lesen können, das mit APE-Thema und so weiter. Ich weiß es. Aber man muss ehrlich sagen, für das Model Y gibt es anbauteilig mäßig noch nicht viel mit APE. Das ist bei Model 3 auch nicht viel besser, außer Maxxon Design, ihr wisst es. Und von daher darf ich euch jetzt präsentieren eine Frontlippe, die meines Erachtens dezent ist, nicht so übertrieben ist, aber doch, wie habe ich vorhin gesagt, man merkt, dass sie da ist. Ich zeige es euch einfach mal. Und zwar, boom, so sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben kann ich auch ehrlich sagen, von AliExpress eine Frontlippe dran gebaut. So sieht das hier aus, in schwarz-matt. Ich habe ja gesagt, ich will diesmal an dem Wagen nur schwarz-matt arbeiten und weiß natürlich, weil alleine hier diese Radkästenumrandung ist auch schwarz-matt. Und da muss ich euch eine kleine Story zu erzählen. Ich hatte das bei den Chinesen hier bestellt und es gibt kein Angebot, wo schwarz-matt, also du kriegst die Lippe nicht in schwarz-matt, muss man ehrlich so sagen, sondern entweder in Glossy, in diesem Carbon-Fake oder Carbon-matt. So, jetzt hatte ich aber ein Inserat gefunden, wo ich dachte, oh geil, die bieten schwarz-matt an. Bestellt, wird er gewartet, 4 Wochen, kam sie an und dann war das Carbon-matt. Und da habe ich da hingeschrieben, ey Leute, das ist doch kein Schwarzmatt. Ihr deklariert es als Schwarzmatt und es ist nicht Schwarzmatt. Das heißt für mich, ich bin zu meinem Lackierer und Karosseriebauer gefahren, zu Leinweber und habe die dann extra nochmal für gutes Geld schwarzmatt lackieren lassen. Also da frage ich mich, die Chinesen sind manchmal echt durch den Wind. Weiß nicht warum. Müsst ihr auf jeden Fall drauf achten. Ansonsten, ich zeige euch gerade mal auch die Schwarz-Glanz-Lippe. Sieht auch nicht schlecht aus. Guck mal hier rüber zu Keto. Der hat jetzt an seinem Model Y Schwarz-Glanz. Also da müsst ihr einfach dann abwägen, was wollt ihr. Wenn ihr eine Linie fahren wollt jetzt, wie ich sie gemacht habe, dann müsst ihr halt noch mal ein bisschen Geld vielleicht in die Hand nehmen. Jetzt haben wir einen Stand Ende 2021, vielleicht ändert sich das ja auch und ihr habt vielleicht in 2022, bietet dann auch einer die in Schwarz-Matt an und müsst ihr nicht noch extra umlackieren. Aber so sieht das Ganze jetzt aus. Keto die ist nicht zu aggressiv, die ist präsent, war? Die ist präsent, hat ein bisschen auch eine Muster drin und einen anderen Punkt, ganz ehrlich, ihr wisst vom Albatros, da hatte ich ja so einer, die war abstehend, das war eine breitere Lippe im Prinzip, oder eine höhere Lippe mit Luftdurchsatz und das habe ich jetzt hier bewusst nicht gewählt. Warum? Dieses Fahrzeug ist einfach ein SUV, finde ich, und da passt das einfach auch nicht von der Höhe des Fahrzeugs, dass man da sowas dran klatscht. Deswegen habe ich mich jetzt bewusst für so eine Lippe entschieden und ich denke, das ist sehr stimmig. Jetzt müssen natürlich hier noch schwarzmatte Felgen drauf, die kommen, wenn wir Glück haben, nächste Woche bei Markus in Mur bei Reifenreber. Müssen wir mal gucken, wird euch vielleicht auch gefallen. Und so ist der Stand erstmal, aber die Lippe ist jetzt dran. Und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, sieht das doch jetzt ganz aggressiv aus, oder? Das ist ein ganz anderes Feeling als wie Serienfahrzeug. Ich mache jetzt auf Instagram nochmal eine Umfrage, ob ich hier wirklich die, wie nennt man das, die Folie auf dem Scheinwerfer wegmache oder nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, jetzt sieht stimmig aus. Bevor es in dem Video weitergeht, eine kurze Frage. Kennst du bereits unseren eFuel-Shop für begeisterte Elektroautofahrer? Von T-Shirts über Hoodies bis Kaffeetassen wirst du dort fündig. Mit dem Code eFieber bekommst du 10% Nachlass auf deine gesamte Bestellung. Schau gerne vorbei, wir freuen uns. Und nun zurück zum Video.
So Leute, wir haben jetzt einen richtigen heftigen Zeitsprung hinter uns. Es ist kalt geworden, der Bart wächst, ihr seht es hier auch. Also es sind jetzt, glaube ich, von der Lippe, wo wir die angebaut haben, bis jetzt, ich glaube, ein Monat vergangen oder so. Deswegen habe ich das Video auch noch nicht fertigstellen können. Denn heute kommt ein richtig heftiges Highlight, das kann ich euch sagen. Die mich kennen, wissen, dass ich immer manchmal ein bisschen unvernünftig bin. Das ist einfach so. Und ihr seht auch hier das Model Y stehen. Ich bin gerade am Laden. Was fällt euch auf, was da an diesem Wagen noch unstimmig ist? Genau, Leute, ihr sagt's richtig, die Felgen. Die Felgen sind die Originalen, war, und das passt überhaupt nicht zum Model Y. Gerade nicht, wenn ich hier sage, ich arbeite nur mit Weiß und Schwarz. Das heißt, hier kommen heute richtig, richtig kranke Felgen dran. Die sind so krank, muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich nicht mal weiß, ob die auf der Vorderachse drauf passen. Das werdet ihr auch gleich sehen. Wir werden die erstmal probieren, denn wer wird die probieren? Der liebe Markus und sein komplettes Reifenrever-Team. Hier bin ich nämlich schon, ihr seht es da drüben. Das heißt, wir testen jetzt wirklich mal, ob die Schlappen drauf passen. Es sind RH-Felgen und ich zeige es euch einfach mal. Wir gehen mal hin. So, ihr Lieben. Bei Reifenrever ist natürlich jetzt Wintersaison, das ganz normal, da ist die Hölle los. Und mein ursprünglicher Plan, das wisst ihr ja, waren die Real Lugano in 20 Zoll. Das sind die hier, auch sehr sexy, muss man echt sagen, 20 Zoll passt das richtig. Was fahren die normal? Ich glaube 255er rundherum, war. Aber ich habe mir gesagt, ey, Markus, hast du nicht was für mich? Hast du nicht was Geiles für mich? Was vielleicht noch keiner hat und was einfach krank ist, war. Und dann hat er gesagt, André, gib mir eine Zeit, ich check was für dich. Und jetzt, Leute, zeige ich euch was, das richtig krank. Ich stehe gerade hier vor dem Stapel. Guckt euch das mal an. Das ist ein ganz normaler Stapel und das sind meine neuen. Das bedeutet, ich sag's euch mal, 285, 285, 285, 285 und boom, das sind meine Felgen. RH, WM sind das, in 20 Zoll, schwarz natürlich, wie ich's wollte, damit der Look stimmt. Leute, was sagt ihr? Hä? Leicht konkav, also wenn ihr hier mal guckt, dann seht ihr eine leicht konkave Einstellung hier. Wir fahren hier mit 285er 35 R20 von Pirelli Sotto Zero, also wirklich schöne Winterreifen. Und ey, wir müssen jetzt wirklich gucken, ob die Vorderachse das mitmacht. Macht's die Vorderachse mit oder habe ich Probleme? Das wird jetzt die Frage werden. Leute, ich bin am Eskalieren hier. Ich bin einfach am Eskalieren. Das sieht so krank aus. Daniel, wir sind hier am Limit, was gesetzlich möglich ist, keine Frage. Aber es ist zu wild. Es ist zu wild, Leute. Ich eskaliere hier gerade richtig. So, ihr Lieben, das Wetter ist zwar grottig, es ist wirklich zum Kotzen, aber wir haben das Model Y jetzt hier mal am Supercharger gestellt, werden nachher noch mal schöne Fotos zu machen. Und was sagt ihr, Leute? Das ist doch abartig hier, oder? Richtig abartig. Was sind das für Felgen? Das sind die RH WM-Felgen im Prinzip. Die sind 20×10, also 10 J Breite und haben halt ein Design, was eigentlich noch kein Model Y hat, auch in den USA. Ich habe lange rumgeguckt, keiner fährt das aktuell. Deswegen war jetzt ein bisschen, ich sag mal, Risiko, aber ich bin voll belohnt worden. Ein dickes Dankeschön an Markus, ey, absolut Wahnsinn. Markus, warte, ich gebe dir ein Mikro. Wirklich toll, was du da rausgesucht hast, echt mega. Passt ja, auch. Ich bin jetzt auch echt positiv überrascht. Mir gefällt es auch total. Bist positiv überrascht, war? Ja, ich bin normal jetzt nicht wieder der Fan von so viele Speichen, ja, aber wenn das jetzt so siehst, Hammer, also echt gut. Hammer. Ich gehe noch mal zurück ein bisschen, da seht ihr kompletten Look, Markus, war? Und was sagst du? Echt sexy. Absolut. Passt auch. Und also meine Vision war ja wirklich mit Weiß und Schwarz nur zu arbeiten. Und ihr seht auch, oder? Das passt doch voll ins Bild jetzt. So muss das sein. Und diese Videos, die ich ja mache, das habe ich ja beim Albatros, beim Model 3 damals auch gemacht. Im Prinzip, es ist keine Vorgabe, sondern es ist einfach nur ein Weg, wie ihr wirklich kosteneffizient wirklich schöne Sachen an eurem Model Y umbauen könnt. Ohne jetzt viel Hickmeck, wisst ihr, was ich meine? Und wo wir jetzt gerade bei Kosten sind. Markus, ich bin jetzt der Erste, der diese Schlappen hat hier, war das Design jetzt im Prinzip. Können das jemand anderes auch noch bekommen oder ist das für mich only oder wie ist das? Ja, du bist jetzt der Versuchskaninchen, ja. Genau. Der TÜV kommt ja jetzt gleich noch, dann machen wir da einen Deckel drauf. Ich denke, das passt auch von der Radabdeckung. Ja. Es sieht alles gut aus. Wir brauchen keine Distanzscheiben mehr. Das ist wirklich, denke ich, so maximal, was können wir gerade mal gucken, genau. Was geht. 285 rundrum, Leute. Also ihr seid am Anschlag. Mehr geht gar nicht, sonst wird es zu grenzwertig. Ja, das ist sonst ja, genau.
Ansonsten haben wir jetzt 285, 35, 20 drauf. Ja. Tschüss Daniel, mach's gut! 285, 35, 20, genau. Den P0 Winter, das ganz neue Profil. Ja. Sieht bärig aus und fährt sich natürlich auch genial. Aber du wirst noch bestimmt noch berichten. Ja, mache ich. Und Felge ist die RH WM, das hast du ja schon gesagt, das ist eine Flowforming-Felge. Genau. Ja, gewichtsoptimiert ganz einfach und stabil. Super, Genau. Gerade für die Trachlast. Das ist nämlich das Wichtige immer bei dem Model Y, war, da kannst du nicht einfach irgendeine Felge dran bauen, das muss schon einigermaßen passen. Preislich, was schätzt du ungefähr? Wo werden wir landen? Ja, ich denke mal so knapp unter 3,5 wird man da rauskommen, mit Eintragung, ja. Mit Eintragung, ey, super. Genau, ja. Super, ihr müsst ja bedenken, 285, das ist kein Kindergeburtstag hier. Also das muss man echt so sagen. Wer fährt, ich kann es euch versprechen, Wer D-Zug fährt, zahlt Zuschlag, sagt mein Opa immer. Ja, ohne Mist. Also 285er fahren nicht mal die Amis vorne. Also das kann ich euch schon mal sagen. Da ist bei 275 maximal Schluss. Und von daher sexy Felgen, gefällt mir richtig. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt noch mal mit schönem Wetter und dann machen wir noch mal ein paar Aufnahmen. So, ihr Lieben, abschließend zu diesem kompletten Video möchte ich hier das mit euch noch mal teilen, ein paar warme Worte an euch richten. Und wir sind hier nicht in der Toskana, aber es ist wunderschön hier. Denn hier drüben sehen wir auch noch den Optimus, wie er einfach da steht. Der Umbau hat jetzt ein bisschen länger gedauert, das tut mir leid. Ich hoffe, ihr könnt es verzeihen. Ihr wisst selber, mal hat das Material fehlt, mal war das nicht da und so weiter. Ultra viele Fliegen sehe ich da gerade, ist schon Wahnsinn. Der Umbau ist aber soweit jetzt durch. Also Frontlippe angepasst, mit der Folierung und sowas. Kein großer Aufwand eigentlich. Die Felgen, an die habe ich mich jetzt auch ultra gewöhnt. Wie die glänzen im Sonnenlicht, wie die sich spiegeln, wie die Reflexion ist. In Kombination mit den roten Bremssätteln. Das ist wirklich toll. Also in meinen Augen schlicht, clean, aber doch wirklich effizient. Oder effektiv, besser gesagt. Ich hoffe, ihr könnt was aus diesem Video mit rausnehmen, das euch gefallen hat. Ich hoffe auch, vielleicht für eure Umbauten mit anwenden könnt. Und alles in allem bin ich jetzt auch fertig. Der Wagen geht ja im Februar wieder weg. Das heißt, ich habe hier auch kein Ambient Light eingebaut, weil ihr wisst selber, der Aufwand fürs Ambient Light zum Einbauen beim Philipp hier, das ist schon nicht ohne. Und dafür, dass ich den Wagen gleich wieder abgebe, lohnt es sich einfach nicht. Wisst ihr, was ich meine? Das machen wir dann beim nächsten Model Y. Ich finde den Arsch so baba. Guckt euch doch mal den Arsch an, oder? Das ist so sexy geworden, das Teil. Wirklich. Ich will es gar nicht tiefer legen. Ich muss ehrlich sagen, ich will es gar nicht tiefer legen. Weil so wie er jetzt hier steht, das ist ein Geschoss. Das ist ein Monster-Truck. Das ist einfach Epicness. Mit 285er Bereifung jetzt. So muss das sein. Wirklich, wirklich toll. Leute, in der Videobeschreibung unten seht ihr natürlich auch wieder, wo die ganzen Teile her sind, was die gekostet haben. Die könnt ihr euch dann raussuchen und vielleicht für euer Model Y anwenden. Da oben sitzt jemand, ich weiß nicht, ob ihr den seht, ganz da oben. Das ist der Hannes. Wir machen jetzt nämlich geile Shootings, geile Fotos noch zum Abschluss. Der Hannes war Fotograf bei Porsche, Audi und so weiter. Er kennt sich auf jeden Fall aus. Und mit der Location hier machen wir nichts falsch. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und der Optimus und ich verabschieden uns von euch. Halt die Ohren steif, macht's gut, ciao.